interested in what happens in a cell. So how can a cell decide or know that she's a muscle cell? How can a cell know that it needs to divide now to create a root precursor and a shoot precursor? So that's the kind of questions that interest me. Durch die Befruchtung einer Eizelle mit einem Spermium entsteht die erste Zelle eines neuen Organismus. Dabei werden die Gene mütterlicher und väterlicherseits in der neuen Zelle vereint. Die Gene sind in der DNS gespeichert und sie kontrollieren alle Prozesse einer Zelle, sei dies bei der Zellteilung oder in der Zelldifferenzierung. Nach der Befruchtung bildet diese Zelle den Grundstein des neuen Organismus, wie etwa ein Mensch oder eine Pflanze. During my PhD thesis, I was focusing on a phenomenon that is important for reproduction, both in flowering plants, where I worked on, as in mammals, namely genomic imprinting. In jeder Zelle hat es 2 Kopien von jedem Gen. Eine von der Mutter, die andere vom Vater. Normalerweise haben beide Kopien eines Gens das gleiche Schicksal. Sie sind entweder aktiv oder inaktiv. Ein Gen ist doppelt vorhanden, damit es als Backup dienen kann, falls eine Genkopie einen Defekt hat. In den meisten Fällen sind beide Kopien der Gene gleichwertig. Doch es gibt seltene Ausnahmen, genomisch geprägte Gene. Bei diesen ist nur eine Kopie aktiv. Obwohl beide funktionieren, wurde eine Kopie ausgeschaltet. Die geprägten Gene sind wichtig für eine erfolgreiche Reproduktion und deshalb besonders aktiv während der Embryonalentwicklung. Bei Säugetieren sind geprägte Gene sowohl in der Plazenta als auch im Embryo aktiv. Im Gegensatz dazu kommen bei Pflanzen die geprägten Gene nur in der Plazenta der Samen, dem Endosperm, vor. Im Embryo der Pflanze wurden geprägte Gene bis jetzt noch nicht entdeckt. So I discovered during my PhD thesis that genomic imprinting, the phenomenon I investigated, not only exists in the endosperm, which is the placenta of a plant seed, but also the embryo, which is kind of a novel finding that A, goes against the dogma and might find its way into textbooks. And second, it opens a lot of research questions about, how will this be translated into the next generation, what happens to those imprinted genes in the seedling, and so on. So the crucial thing to study early embryos and the phenomenon of genomic imprinting was to develop a method to isolate very early embryos. Bisherige Forschungsarbeiten analysierten Pflanzenembryonen 6 oder mehr Tage nach der Bestäubung. Michael Raissig ist es nun gelungen, die Pflanzenembryonen schon 2 bis 4 Tage nach der Bestäubung zu untersuchen. In diesem Stadium sind sie noch extrem klein und äußerst schwierig zu handhaben. Mittels einer halbautomatisierten Verfahrensweise ist es Michael Raissig und seinen Kollegen gelungen, die Embryonen in diesem frühen Stadium zu isolieren. Diese Art von Grundlagenforschung ist nur im Rahmen einer unabhängigen Institution wie der Universität Zürich möglich. My biggest fear for the future is that science will not be free anymore. I consider science as a form of rational art, which is other than producing paintings, reproduce knowledge. And to produce knowledge in any kind of field, we need to be free. We need to be able to follow our curiosity and our fascination to try to answer the phenomena of nature. And to do this, we rely on public money, because corporate money is always aimed at applications, is always aimed at business value, whereas public money is aimed at creating knowledge, which should be the goal of fundamental research.